So, und auf geht's. Springt sofort an. Jetzt lassen wir gleich mal ein bisschen. Na, läuft gut. Eine restaurierte Maschine, merkt man sofort, läuft erste Klasse. Ja, ist unschwer zu erraten für die Freaks, wo wir hier gerade sitzen. Das ist ein Mercedes 300 SL Gullwing aus dem Baujahr 1945. Das Auto hat einige ganz tolle Besonderheiten. Das Auto hat ja 12 Liter Ölkreislauf. Wir müssen ihn erstmal langsam warm fahren, damit er Betriebstemperatur bekommt. Es ist ja eine reine Rennmaschine gewesen. Das Auto ist gebaut worden ab 1952 in wenigen Versionen, Spezialversionen, Prototypen, sage ich mal. Und dann ist die Maschine, das heißt dieses Auto ab 1954, Entschuldigung, in Serie gegangen. Es sind dann 1450 Fahrzeuge gebaut worden. Es ist eigentlich ein reiner Rennsportwagen, dafür ist er auch damals konzipiert worden. Aber als Max Hoffmann, der Importeur von Mercedes in den USA, gesagt hat, ich brauche dieses Auto, hat Mercedes wirklich Serie produziert. Und deswegen kam es am Ende zu 1450 Exemplaren, was natürlich Wahnsinn war. Und das ist heute einer der legendärsten Fahrzeuge überhaupt, einer der legendärsten Fahrzeuge der Zeitgeschichte. Mercedes 300 SL mit Flügeltüren. Hier haben wir ihn. Und abgegeben wird der Wagen jetzt, weil der Eigentümer fast 90 Jahre alt ist und das Auto seit 45 Jahren besitzt. Und wir haben das ganz große Glück, dass wir das Vertrauen erhalten von den Besitzern, dass sie gesagt haben, komm, verkauft uns unseren Wagen. Das heißt, der Wagen steht jetzt zum Verkauf. Fahren tut er sehr schön. Ja, eine gut laufende Maschine. Motor läuft sehr, sehr schön. Einzige, was Geräusche macht, ist die Tachonade. Das sollte mal revidiert werden, das ist aber nur eine Kleinigkeit. Willst du mitfahren? Ja. Also hier vorne, kurz mal zur Erklärung, ist die Wassertemperatur. Das sind natürlich alles noch amerikanische Bezeichnungen, Water. Hier vorne ist Öl. Hier habt ihr den Tachometer in Miles per Hour. Der Wagen ist 260 Stundenkilometer schnell gewesen. War ja einer der schnellsten Sportwagen überhaupt. Ich habe so einen Wagen mal von Saarbrücken nach Bremen überführt. Da bin ich selber 240 gefahren. Also das muss man richtig festhalten, so ein Auto, weil der auch Schwierigkeiten mit dem Geradeauslauf so ein bisschen hat. Auto ist ja nur 3 Jahre lang gebaut worden. Und dieses ist übrigens der Drehzahlmesser von dieser Rennmaschine, die da vorne arbeitet. Der geht bis 6000 Touren. Und ich kann euch versichern, wir werden das nachher mal machen, wenn er ein bisschen wärmer wird. Also über 4000 brüllt der richtig los. Ist das ein Wahnsinnsteil, was einem teilweise wirklich Angst machen kann, was aber auch eine irre Faszination hat. Und wir haben uns natürlich sehr gefreut, dass man gesagt hat, komm, Cargold haben wir Vertrauen, wir kennen Herrn Luftwitz jetzt auch länger. Bitte verkauft für unseren Vater das Auto. Der Senior ist noch topfit, also gegen die 90, aber ist also wirklich ein ganz kerniger, ganz interessanter Mann, mit dem ich mich länger unterhalten habe, der viele Treffen damals mit diesem Auto gemacht hat, bis in jüngster Zeit und immer eine große Freude hatte mit dem Auto. So, jetzt merkt man, also der Motor, der hört sich super an. Der läuft sehr, sehr gut. Das ist eine ganz klare, saubere Maschine. Ja, hallo liebe Freunde, so ähnlich sieht das aus, wenn man aus dem 300 SL Flügeltürer raussteigen muss. Warum ist das hier eigentlich so hoch? Das Auto hat einen Gitterrohrrahmen, der zu der Zeit, also 1954 bis 1955, 57, hier noch lang gelaufen ist. Für Damen war das nichts und deswegen gab es hier vorne einen Hebel, da konnte man das Lenkrad nach unten wegklappen. Also guckt euch das mal an. Da gab es einen Mechanismus hier vorne, dieses silberne Ding, konnte man also wirklich so zusammenklappen. Jetzt ist
So, jetzt ist er wieder fest, damit man hier überhaupt rauskam. Also wenn man ein bisschen beleibter war, war das mal recht schwierig. Ich hoffe und ich denke, dass ich das aber schaffe, so rauszukommen. Es gibt leider mittlerweile Firmen, die machen Gitterrohrrahmen nach. Da werden auch Nummern nachgeschlagen. Das ist alles beieinander. Das kann euch bei dem Auto nicht passieren, weil er fast 50 Jahre im Besitz ist. Ein Gitterrohrrahmen ist das hier unten, was ihr sehen könnt. Das ist ganz verzweigt hier, das ist ein Teil des Rahmens, könnt ihr hier vorne sehen. Das ist auch das Problem, wenn ihr mit so einem Wagen mal einen Unfall habt. Das wieder zu richten und zu reparieren ist nicht ganz einfach. Und es kann schon mal vorkommen, wie ich gehört habe, dass sie dann plötzlich aus einem Auto, was verunfallt habt, 2 oder 3 gemacht haben. Vorsicht! Und deswegen ist ein Wagen, der über Jahrzehnte im Besitz ist, zu einer Zeit, wo das noch gar nicht so gefälscht wurde, in den 70er Jahren, Gold wert. Das Auto ist authentisch, es ist alles belegbar, es ist alles nachvollziehbar. Und der Eigentümer lebt noch, der erfreut sich wirklich allerbester Gesundheit. Der kann euch tagelang alles erzählen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Also das Erste, was ich merke bei der Haube, das ist eine leichte Haube. Also ich habe schon ungefähr 100, 300 SL verkauft in meinem Leben. Die sind oft sehr schwer, weil da Spachtel drauf liegt. Diese ist leicht, das merkt man so. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das ist ein ungespachteltes Auto. Kann man übrigens auch von innen sehen. Hier Aluminium, bitte sehr. Gutes Zeichen. Und wenn man dann hier jetzt diesen Motorraum sieht, kann man das weiteres erkennen, dass der sehr aufgeräumt und sehr gepflegt ist. Derjenige, der diese Maschine voll restauriert hat vor ca. 8 bis 10 Jahren, der ist mir bestens bekannt. Der hat in der deutschen Klassikszene, speziell beim 300 SL, einen hervorragenden Ruf. Man kann sehen hier an den ganzen Leitungen, dass das auch alles neu gemacht wurde. Das habe ich eben auch gemerkt, wie der Wagen fährt. Der läuft sehr gut, der hängt toll am Gas, der entfaltet toll seine Leistung. Und der ist ja auch jährlich von dem älteren Herrn immer regelmäßig bewegt worden. Übrigens hier Lack, die Originalschilder, wie gesagt, da gehört Graphitgrau drauf. Da vorne ist das Schild für die Fahrgeschnellnummer. Das findet sich hier vorne unten auch nochmal wieder. Und man kann an diesen ganzen Details im Auto sehen, dass das Auto immer gepflegt wurde. Ein großes Problem ist zum Beispiel hier die Verbindungslippe zwischen Getriebe und Motor. Die ist neuwertig, also auch das ist gemacht worden. Ich habe viele 300 SL schon gesehen, wo das dann zerfleddert war. Auto läuft ja auch so, aber daran könnt ihr sehen, ob ein Auto gut ist oder nicht. Es gibt so mehrere kleine Details. Das ist die gewaltige Einspritzanlage von der Maschine. Die Einspritzpumpe, die kostet ein Wahnsinnsgeld, wenn die kaputt ist. Das ist aber wie gesagt auch hier alles gemacht worden, der Motor auch. So eine Maschine leistet 225 PS und schafft es, dieses 1,4 Tonnen schwere Auto auf 260 Stundenkilometer zu beschleunigen. Also das ist ein absoluter Supersportwagen der 50er Jahre und der ist ja heute noch. Also man kann wirklich sagen, dass ein Flügeltürer ein absolut legendäres Auto ist und der wird auch immer legendär bleiben. Das sieht man auch an der Preisentwicklung. Also seit ich das jetzt mache, seit 35 Jahren, geht es immer so. Und es geht immer nach oben, also das ist wie eine ganz stabile Währung, einen Flügeltürer in der Garage zu haben. Das gehört einmal in jede gute Sammlung, ist auch was ganz Stabiles. Egal wie schlecht die Zeiten sind, das ist ein 300 SL Galving, also Flügeltürer. Das kennt jeder, jedes Kind weiß sofort, was damit gemeint ist. Und hier haben wir einen wunderschönen originalen Wagen. Der Wagen war noch nie auseinander. Da sind nicht diese groben Fehler gemacht von Leuten, die dann vielleicht keine Ahnung hatten und es wieder halb zusammengebastelt haben. Das ist ein sehr, sehr authentisches Auto. Könnt ihr gut erkennen an den Flächen dieses Autos. Und es gibt zum Beispiel eine Kleinigkeit, möchte ich nur mal kurz zeigen. Das sind ja hier die Türen. Und wenn ihr euch das mal anguckt, hier vorne sind Ritzen. Da müsst ihr immer nachgucken. Das sind nämlich die Ablauflöcherchen von den Scheiben, wenn Wasser durch die Türen läuft. Wird gerne mal zugeschmiert, zugespachtelt, ist zerdrückt. Ist bei uns alles noch top original. Können wir auch auf der anderen Seite gucken. Das sind so Details, auch wie der Kofferraum hinten sitzt. Da sitzt der wirklich perfekt drauf. Die ganze Karosserie, das ist alles ordentlich. Da sind die richtigen Schrauben noch drin. Also an dem Auto ist nicht viel gemacht worden. Ich denke mal, der hat wahrscheinlich vor 50 Jahren mal neues Leder bekommen. So sieht mir das aus. Ist aber auch richtig gemacht worden, so gehört es. Es war ja auch das rote Leder. Und dann ist er zu der Zeit wahrscheinlich einmal lackiert worden. Und das ist halt schwarz. Originalfarbe war eben nicht 0,50, sondern 190 Graphitgrau. Die werden heute gehandelt, ich sag mal, zwischen 1,2 und 1,5 Millionen Euro. Vor 3, 4 Jahren, als die Preise noch ein bisschen höher waren, da haben die 1,8 Millionen Euro gekostet. Und von den 1400, die man gebaut hat, gibt es 29 Aluflügeltürer. Das ist nun was ganz Besonderes. Die waren komplett aus Aluminium. Und diese Aluflügel, die kosten heute noch 7, 8, 9 Millionen Euro. Das ist ein normaler Flügeltürer.
der aber in einem wunderschönen, guten Zustand ist. Das ist kein verfuschtes Auto. Ich werde vorne mal reingucken, ist auch ganz interessant, wie die Stoßstangenaufheber sind bei dem Wagen. Da kann man nämlich sehen, ja, wenn die in der Mitte durchlaufen, haben die keinen Unfall gehabt. Die laufen nämlich oft schief durch die Karosserie. Nein, das tun sie nicht. Was also bedeutet, Auto hatte keinen Unfall. Auch wie hier vorne, wie das alles sitzt. Das ist halt das Originale. Das hat jetzt keinen Rostansatz, aber das glänzt nicht mehr hundertprozentig. Das kann man natürlich neu verchromen lassen. Ist aber die Frage, ob man das machen möchte. Ist in einem ordentlichen Zustand, muss vielleicht nicht sein. Dass er amerikanischen Ursprung hat, könnt ihr an diesen Lampentöpfen erkennen. Das sind amerikanische. Aber auch hier, das ist alles noch original. Das sind noch die ersten. Ja, das ist einfach ein tolles Auto, was mich wieder begeistert hat, dass wir heute sowas zeigen dürfen, dass ihr gleich wieder mitfahren könnt. Wir zeigen euch, wie ein Flügeltürer fährt. Das sieht man ja auch nicht alle Tage. Das ist ein richtig tolles Teil und das Wetter spielt mit. Das seht ihr ja, Sonne scheint. Mehr geht nicht. So, ich mache jetzt mal die Haube zu. Eine gute Haube schließt auch so und fällt so zu und hängt komplett perfekt in den Fassungen. Und man sieht an den Linien dieses Autos, das ist kein vermurkstes Auto. Ich habe schon so viele krumme Flügeltürer gesehen, wo man am besten die Finger ganz voll lässt, wo man sagt, Gott, oh Gott, oh Gott. Der Wagen war immer gut beieinander. Das sieht man daran, wie die Kiemen sitzen. Türen schließen toll. Wenn die Tür zu ist, das kann ich euch gerne mal zeigen, das sitzt auch richtig gut. Schaut mal hier, wie herrlich das beieinander sitzt. Absolut scharfkantig. Da ist nur einmal Lack drauf gekommen. Das ist auch leider nicht sehr perfekt lackiert worden, aber man kann sagen, das hat Charme, weil er hat nirgends Rost, der Wagen, überhaupt nicht. Auch hier, das ist scharfkantig. Auch wenn man da drunter fasst, sieht man, dass das alles tipptopp in Ordnung ist. Der Wagen ist ja lange in Kalifornien gelaufen, das ist ja Sunshine State, da ist ja trocken. Also auch hier, keinerlei Rost, passt alles im Detail, das sitzt alles richtig, das gehört so. Man kann ihn halt in Graphitgrau lackieren, dann ist er so, wie er mal zur Welt gekommen ist. Aber auch da muss man gut drüber nachdenken, ob man das tut oder nicht. Wenn man sich das hier anguckt, es sitzt wirklich perfekt. Hier hat einen kleinen Riss, weil der Lack halt über 50 Jahre alt, auch das Gummi ist hier ein bisschen gerissen. Okay, kann man lassen. Man kann es ergänzen, aber ob das nötig ist, hier oben, man sitzt hier, man sieht, das ist alles perfekt. Da ist kein Spachtel. Hier, guckt euch mal die Türen an. Das ist so wie bei Auslieferung. Und das macht den Wert dieses Autos aus. Auch die Rücklichter hier, auch mal zum Chrom. Alles noch ganz fantastisch erhalten. Alles wirklich fantastisch. Guckt euch das mal an hier. Nicht kaputt, nicht gerissen, nicht gelb. Auch hier, da ist ein bisschen Staub drauf. Das ist auch alles wunderbar im Zustand. Also jedenfalls ist das für mich auch wirklich ein Highlight, ein Auto von jemandem zu haben, der es bald 50 Jahre besessen hat und mir dann anvertraut. Denn sowas gibt es selten. Es gibt ja heute große Firmen wie HK Engineering oder wie Kienle meinetwegen auch. Das sind Unternehmen, die haben sich spezialisiert, aber im Handel, da sind wir ziemlich gut, weil ich komme immer noch an solche Preziosen dran, die gibt es normalerweise nicht ohne weiteres am Markt, wo man sagen kann, der hat eine komplette Historie, da ist nie viel dran gemacht worden. Guckt euch mal die Flächen an von dem Auto, der war noch nie auseinander. Und das ist, kann man original nennen, das ist authentisch. Wenn man das jetzt in eine Firma gibt und für 300.000 alles restaurieren lässt, natürlich kann man das machen. Bin aber der Meinung, das wäre bei dem Auto eine echte Todsünde. Das darf man auf gar keinen Fall machen, weil da ist die Originalität, dieser ganze Charakter von dem Auto zerstört. Also wenn man nun möchte und sagt, ich will die Originalfarbe da wieder haben, sagen wir mal, gehen vielleicht 30.000 bis 50.000 rein. Ich will die Technik in kleinen Details noch revidieren, gehen vielleicht nochmal 10 oder 20 rein. Aber dann muss es das auch gewesen sein. Und der Wagen ist preislich, wie ich meine, interessant. Wir bewegen uns damit ungefähr im Mittelfeld. Aber ich glaube, ihr findet nicht ein Auto, was so authentisch und so schön original ist am Markt, wo alles belegt ist, wo nicht zentimeterdick Spachtel drauf sitzt oder was, hat der alles nicht. Oh, geht wunderbar, geht auch leicht zu öffnen. Könnt ihr mal sehen, hier sind die Original-Gummimatten, die da reingehören. Da vorne dieser riesige Deckel, da waren 130 Liter Sprittank drunter. Also man konnte mit dem Auto auf 500, 600 Kilometer weit fahren. Aber es sieht alles gut aus. Wenn ich mir das angucke hier, das ist nicht verfuscht. Das ist überhaupt nicht verfuscht hier alles. Das ist schon lange so alt und das ist schon lange in guter, gepflegter Hand. Ich meine, wenn jemand ein Auto fast 50 Jahre besitzt und der immer noch zugelassen ist, der regelmäßig TÜV bekommt, der seinen Wagen regelmäßig fährt, Auto war nie abgemeldet, das ist immer gemacht worden. Das ist natürlich wirklich fantastisch. Ach, hier vielleicht noch so ein kleines Gimmick, woran man sieht, dass jemand wirklich sein Auto liebt.
Er hat sogar in goldener Farbe 300 SL auf das kleine Mercedes-Etui geschrieben. Also man spürt richtig, wir haben ja eben auch länger mit ihm gesprochen, auch die letzten Monate, er liebt sein Auto wirklich. Das sind zum Teil die Originalschlüssel. Sein 300 SL in Gold hat er fast 50 Jahre besessen und immer top gepflegt. Das ist was ganz Außergewöhnliches. Schöne originale VDO-Uhr, die ganz alte noch, so wie sie reingehört, in einem schönen Erhaltungszustand, die ist tipptopp in Ordnung. Hier sind die Heizungshebelchen, rechte Seite, Mitte, rechte Seite, linke Seite, auch noch in Ordnung. Die ganzen Chromknöpfe sind alle wunderbar in Ordnung, unter anderem der Scheibenwischer. Hier vorne ist jetzt die Benzinpumpe. Jetzt mache ich Zündung an. Da warm ist, brauchen wir keinen Schok. Und er ist da. 300 SL steht hier schön in Chrom auf dem Armaturenbrett geschrieben. Hier vorne nochmal die schöne originale VDO Chromuhr. So ist auch das gesamte Armaturenbrett, wenn ihr euch das mal anguckt, alles in einem sehr, sehr guten Zustand. Das ist nie schlecht behandelt worden. Nicht nur der jetzige Eigentümer hat immer darauf geachtet, auch die vorher müssen immer darauf geachtet haben, dass der Wagen authentisch und original zusammenbleibt. Das ist ja hier der Fall. Und was man spürt, man merkt, dass der Wagen auch gut läuft. Also er hat eine ganz tolle Maschine. Ich bin schon viele von diesen Autos gefahren. Der hängt sehr gut am Gas. Die Maschine läuft gut, die hört sich ganz gesund an. Und so ein Auto ist natürlich, wenn man da mal richtig Gas gibt, wenn er ein bisschen wärmer ist, und wärmer ist er jetzt, zieht gut durch, also ein richtig guter Motor. Da hätte ich jetzt gerne mal eine Autobahn. Die Straße, die wir heute ausgesucht haben, das ist mehr so eine Teststrecke für den Defender. Ein bisschen schade. Aber es ist ein richtiger Sportwagen. Man merkt das, der läuft richtig, der zieht gut. Auto hängt super am Gas. Das ist ein sehr, sehr schöner Wagen. Ich meine, 300 SL läuft nur dann gut, wenn die Technik auch gut ist. Damit sind ja Weltmeisterschaften gefahren worden. Damit hat es der Deutsche große, bedeutende Siege gegeben im 300 SL. Ja, fährt super. Super schön. Kann man richtig sportlich fahren. Richtig Sportwagen, richtiger Sportwagen. Ja, eine super Maschine. Super Motor. Also man merkt, dass der volle Leistung hat. Und ich würde ihn zu gern mal auf der Autobahn fahren. Das Auto geht richtig nach vorne. Den könnt ihr im Renneinsatz fahren. Das ist ja eigentlich mal als Rennfahrzeug konzipiert worden. Aber der läuft klasse. Er hat einen ganz tollen Sound. Der klingt ganz gesund. Und er ist frei nach oben. Das merkt man. Der ältere Herr hat ihn immer bewegt. Hat ihn immer in bester technischer Mercedes-Wartung gehabt. Und das fühlt sich bei diesem Auto gut an. Das fühle ich. Das merke ich. Also ich sag mal, es sind von allen 300 SL, die ich gefahren habe, von den 100 Stück, vielleicht 10% so gut gelaufen wie er hier. Nur die Straßenbelege sind hier nicht so toll, aber dadurch ist auch gleich das Fahrwerk mal ein bisschen getestet worden. Das ist auch wunderbar in Ordnung. Er fährt gut hier rüber. Man merkt, dass die Karosserie noch steif ist. Die ist nicht verbogen oder zusammengebastelt. Eine Karosserie, die ist immer noch aus einem Guss. Auch der Gitterrohrrahmen des Autos hatte keinen Unfall. Der ist immer noch so beieinander wie 1955 bei Auslieferung. Das ist ein richtig toller Flügeltürer, den wir hier haben. Richtig tolles Auto. Begeistert mich, und jemand, der in den jetzigen Zeiten, wo man ja nicht ganz genau weiß, was mit der Inflation kommt oder so, ein paar Millionen Euro sicher anlegen möchte, der ist hier gut. Der kostet aber keine paar Millionen, keine Sorge. Er kostet deutlichst unter 2. Viel eher zu 1 hin als zu 2. Den Rest besprechen wir mit einem guten Kaffee bei uns in Beuerberg. Da diskutieren wir das mal aus. Also man hat ja neben der guten Geldanlage nicht nur eine gute, ganz sichere, stabile Geldanlage, man hat ja noch diese Riesenfreude, mit so einem Auto fahren zu können. Weil das ist schon was Besonderes. Also ein 300 SL sein eigen zu nennen, ein originaler Flügeltürer, das ist außergewöhnlich. Dieses schöne weiße Lenkrad ist natürlich hier schon ein bisschen rissig und so, aber es ist halt das Echte, es ist halt das Originale. Das gibt es hier halt an der Stelle seit 1955.
Und ich würde einen Teufel tun, da ein anderes drauf bauen. Das muss so bleiben, wie es hier ist. Das ist absolut richtig. Er hat sich jetzt auch gut eingefahren. Vorhin fuhr er noch ein bisschen ruckelig, das ist vorbei, das merkt man. Läuft absolut astrein, der Wagen. Also mit dem könnt ihr auch eine lange Reise machen. Ich sehe auch gerade, ist auch voll hier, der Wagen ist voll getankt. Der ältere Herr hat immer auf alles geachtet. Oft kriegen wir ja Autos, die dann leer sind. Der ist voll getankt. Gibt mir alles, sind alles so Anzeichen dafür, dass das wirklich ein ganz, ganz tolles Auto ist. Was mit sehr viel Liebe und Bedacht Jahrzehnte gepflegt und gehegt wurde. Das ist wichtig bei so einem Auto. Wenn so ein Auto ja ein paar Jahrzehnte, reichen ja 5 Jahre schlecht behandelt wurde, ist schon gefährlich. Der Wagen ist mindestens die letzten 50 Jahre, das kann ich sagen, wirklich gut behandelt worden. Und auch in der qualifizierten Hand gewesen hier bei Daimler-Benz-Leuten, die einen Namen dafür haben, die auch schon älter sind, die in ihrer Lehrzeit daran geschraubt haben. Also die Art von Faszination, die dieser Wagen auf mich ausübt, die ist gigantisch. So ein Gefühl gibt einem kein modernes Auto, ist völlig unmöglich. Ja, liebe Freunde, jetzt geht diese wunderschöne, ganz exklusive, außergewöhnliche Probefahrt zu Ende mit unserem Mercedes 300 SL Flügeltürer aus dem Jahr 1955. Es hat mich gefreut, dass wir wieder zusammengefahren sind, dass ihr wieder sehen konntet, was für tolle Autos es gibt. Ich hoffe auch, dass ihr euch damit begeistert habt und auch in Zukunft weiter begeistern kann. Soweit verabschiede ich mich. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zu meinem nächsten Dreh. Euer Stefan Luftschitz. Ciao.